Bin Hells Angels Mitglied gewesen bei dem Charter Berlin City, in Europa und in Deutschland eins der stärksten und gewalttätigsten Charter von meiner Zeit bis heute. Mein Name ist Kafka Tagaran, verurteilt wegen gemeinschaftlichen Mordes aufgrund einer Hinrichtung im Kontext der Hells Angels. Die Hinrichtung von Tahir Özbek 2014 am 10. Januar. Nichts passiert einfach so in dieser Struktur, schon gar nicht gezielte Anschläge. Die werden geplant, die haben einen Ursprung. Tahir Özbek war 3 Monate zuvor mit seiner Freundschaftsgruppe in einen Konflikt mit uns geraten, an einer Diskothek, damals am Alexanderplatz. Einer unserer Anwärter, dessen Bruder war auch sehr freundschaftlich mit Kadir Padi damals in der Rolle als Präsidenten bei uns verbunden. Damals war es so, dass dieser besagte Bruder inoffizieller Teilhaber mit war und der hat uns immer in Geschäfte mit einbezogen, weil du brauchst immer eine OK-Struktur, also eine Gang oder eine Macht dahinter, dass du im Nachtleben dein Geld verdienen kannst, ohne Kopfschmerzen, speziell in Berlin. Und somit hatten wir die Verbindung überhaupt in diese Diskothek. Wir haben dort einen Abend verbracht, klassisch wie halt eine Diskothek ist. Gab es eine Auseinandersetzung an dem Abend vor der Tür zwischen zwei Parteien. Gästen, die nicht reingekommen sind und die Parteitürsteher, die sie nicht reinlassen wollten, die aber maßlos mit der Situation überfordert waren, weil sie in der Anzahl unterlegen waren. Daraufhin liefen mehrere Securities, die im Club waren, runter. Der Anwärter, von dem ich jetzt auch schon gesprochen hatte, ist mit runtergerannt, weil es natürlich sein Bruders Diskothek war. Und wir natürlich in der Loyalitätspflicht ihm gegenüber, weil er Teil unserer Bruderschaft war, sind natürlich mit runter. Auf der anderen Seite, der den Konflikt hat, der Redelsführer war, hat uns erkannt und sagte, das tut ihm leid, er wusste nicht, dass die Tür zu den Hells Angels gehört, speziell zu euch. Die Situation an sich war geklärt, aber der Bruder, der bei uns den Anwärterstatus hatte, wollte sich noch irgendwie in den Vordergrund spielen und rief dann in die Menge, ich fick euch, ich leg euch alle um, ihr Hurensöhne. Und daraufhin eskalierte die Situation und es artete in einer Massenstecherei aus. 9 gegen 9 ungefähr, roundabout, wurde einfach ineinander eingestochen und eingeschlagen. Das war der Ursprung des ganzen Konfliktes. Und die Jungs wurden dann einzeln zitiert in unser Clubhaus damals, in unsere Bar und mussten sich dann alle dafür entschuldigen. Das wurde auch akzeptiert und der Redelsführer, das spätere Opfer, Tahir Özbek, war derjenige, der sich dem entzogen hat und gesagt hat, ich scheiße auf euch, Hells Angels, ich bin mein eigener Mann, ich entschuldige mich für niemanden. Und so ist der Konflikt über mehrere Monate eskaliert mit Situationen, mit Bedrohungen, Läufer, die für uns das Koks verkauft haben in den einzelnen Bezirken auf der Straße, wurden abgezogen von jemandem, er hat sie überfallen, hat ihnen das Geld weggenommen, die Drogen weggenommen. Du führst dann einen aktiven Krieg gegen Hells Angels, den du nicht gewinnen kannst, es sei denn, du bist selber eine Gang, aber nicht als eigene, als Einzelperson. Es gibt so Regeln auf der Straße, es gibt grundsätzlich keine Regeln, aber es gibt so Pseudo-Regeln, die man hat, nicht zu Hause, nicht vor Frauen und Kindern. Selbst diese auferlegten Regeln, die es auf der Straße dann gab, wurden gebrochen von ihm. Tahir Özbek war zu dem Zeitpunkt schon bewaffnet, lief regelmäßig mit seiner Knarre rum, hat auch seine Schutzweste schon getragen, weil er wusste, dass er mit uns im Krieg ist. Und hat den Elternbruder unseres Präsidenten gesehen mit seinem neugeborenen Kind und seiner damaligen Lebenspartnerin am helllichten Tag. Und statt sich wieder umzudrehen, hat er sein T-Shirt hochgezogen und hatte die Knarre so im Gürtelhalfter. Hat gesagt, wenn du hier vorbeiläufst, ein Schritt, ich knall dich ab vor deine Frau und vor deinem Kind. Und hat ihm vor die Füße gespuckt. Vor allem in unserem Welt, wo wir auch Migranten sind, wo viel auch mit Familie und Ehre zu tun hat, war das sein Todesurteil. Das hat dazu geführt, dass man ihn dann auch so getötet hat, wie man ihn getötet hat. Das war vor allen Dingen eine Zeit in Berlin. Es wurde auf Leute geschossen, auf Drive-Bys. Wir haben Handgranaten geschmissen. Man hat versucht, unseren Präsidenten mit einer Autobombe zu töten. Man hat auf uns geschossen. Es gab Stechereien am helllichten Tag. Ich glaube, kurz davor oder danach, als diese Stecherei war mit Özbek, wurde ein Türsteher von uns erschossen, weil er uns nicht in die Diskothek reingelassen hat. Also es war eine absolut verrückte Zeit. Und wenn man nicht so ganz menschlich verkommen ist, so ein Verbrecherleben, so eine menschenverachtende Art und Weise, Menschen zu töten für Nichtigkeiten und jeden Tag so unterwegs zu sein, das tötet dich einfach in der Seele. Und ich war irgendwann an einem Punkt angekommen, wo ich dann auch nicht mehr konnte und nicht mehr wollte und dieses Leben nicht mehr vertreten wollte. Und man muss dazu sagen, ich hatte auch intern nach einer gewissen Zeit, als ich gemerkt habe, dass diese angebliche Bruderschaft hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass es eine Gemeinschaft war von skrupellosen Verbrechern, was da alles gemacht wird, auch mit den eigenen Leuten, nicht nur außerhalb. Ich war da noch ein bisschen jünger. In meiner Naivität habe das offen kommuniziert und in einem autoritären Regime seine Meinung zu äußern, die konträr zu dem, was vorgegeben wird, ist immer schwierig. Und auch da war es so, dass ich dann in Ungnade gefallen bin, auch mit der Führung und speziell dem Kadir Pasi, unserem Präsidenten, massiv aneinander geraten bin und somit auch die Macht innerhalb des Charters gegen mich gebracht habe und dann schlussendlich man auch versucht hat, mich zu töten. Ich war ja in die Tatausübung war ich involviert, aber unwissentlich und auch in die Tatplanung. Das heißt, es wurde geplant von der Führungsebene und die anderen sollten einfach mitgehen, weil das einfach ein Statement sein sollte. Aber wir wussten an dem Tag nicht, dass er getötet wird. Und
Man hat uns da so offen ein Messer laufen lassen. Die ganzen Umstände, die Art und Weise, den Konflikt, den ich im Charter habe und auch dieses ganze Leben plus jetzt soll ich noch lebenslänglich für jemanden in den Knast gehen, dem ich völlig scheißegal bin, hier bin ich raus. Dass ich nach paar Wochen in der U-Haft, da war ich ja noch als Angel, gesagt habe, so Anfang März 2014: „Für niemanden lasse ich mich an Geigen hängen. Ich lege alles ab, ich schweige nicht mehr und kooperiere mit der Polizei.“